Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute bringe ich wieder ein paar frisch gepresste Themen. Ja, der Kerosinmangel, der sich abzeichnet, also quasi eine Art Triage. Wir kennen das ja von medizinischen Fällen, wo viele Notfälle kommen. Oh, ich habe einen Strich im Gesicht, das rutscht mal ein bisschen rüber, nehme die Kamera mit, das stört mich selber. Ist so, dass wir bei Kerosin Triage erwarten. Das heißt also, dass nach Dichtigkeit des Flugs Kerosin gibt. Aber die Fluggesellschaften wollen noch andere Themen abgearbeitet haben, einen Mehrere-Punkte-Plan, unter anderem weniger Entschädigung. Schauen wir uns an. Dann Lufthansa-Piloten fliegen wieder, es wird nicht gestreikt und irgendwie ist auch kein Streik im Moment mehr geplant, man ist wohl geheilt. Lufthansa Kurzstrecke wird ausgelagert, im Prinzip besteht die Lufthansa Classic dann nur noch aus Lufthansa Intercont. Und Qatar Airways, die haben eine Double Q-Promotion, Q-Points Promotion. Gucken wir uns auch natürlich an, um wieder das ganze Thema Fliegen am Golf zu optimieren. Also der Strich wandert. Also, oder ich bringe mir im Gesicht immer nach hinten. So, also ich glaube, ich natürlich hierhin so. Ja, ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und abonnieren und auf School zu kommen. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich das Thema Kerosinmangel. Airlines wollen weniger entschädigen. Sie wollen halt, dass Kerosinmangel als eine außergewöhnliche, eine Force majeure nicht zählt, sondern dass es halt wirklich ein Grund ist, um keine Entschädigung zu zahlen. Und im Sommer 2026 soll es so sein und man möchte auch politische Maßnahmen haben. Besonders brisant ist halt die Thematik, dass man keine Entschädigung zahlen möchte. Der 7-Punkte-Plan vom Bundesvorstand der Luftverkehrswirtschaft, Nutzung der staatlichen Kerosinreserven sind zum Beispiel gefordert. Dann Einsatz von den NATO-Pipelines, den CEPS. Dann Lockerung von Treibstoffstandards. Jet A soll statt Jet A1 benutzt werden. Der Jet A ist der Standard in den USA, heißt also in den USA fallen die Flugzeuge auch nicht vom Himmel, aber es ist halt ein Standard, der uns erlauben würde, amerikanisches Kerosin zu kaufen. Flugausfälle sollen halt, wie gesagt, als außergewöhnlicher Umstand gelten, nicht als Force majeure. Doch als Force majeure, kommen komplett durcheinander. Heißt also im Prinzip keine Entschädigung, egal wie man es nennt, keine Entschädigung soll gezahlt werden. Man will die Priorisierung von Langstrecke und Fracht machen, heißt also die Kurzstrecke fällt weg und Kürzung von Kurzstreckenflügen ist möglich. Für die Airlines ist das natürlich ganz wichtig, weil massive Kostenentlastungen damit einhergehen. Einmal, weil man den Sprit woanders her bekommen kann, aber auch natürlich keine Entschädigung zahlen muss. Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, das finde ich gar nicht mal so abwegig, weil da können die jetzt nicht wirklich was für. Und klar ist das natürlich ein Image-Thema. Passagiere haben dann weniger Schutz bei Ausfällen, aber gut, das ist manchmal so, dass wir auch höheres Risiko eingehen und wir wissen ja auch alle warum. Das heißt also, wer jetzt noch Flüge bucht, weiß, dass da ein Risiko ist. Ist natürlich auch so, dass wir bei Statusvorurteilen und so weiter vielleicht priorisiert werden auf Flüge, die gehen. Das kann ich euch nicht sagen. Aber Fokus ist ganz klar auf profitable Landstrecken, damit die Fluggesellschaften auch überleben können. Und die Kurzstrecke wird logischerweise geopfert. Wobei man ehrlicherweise fragen muss, ob so ein Flug Frankfurt-Düsseldorf Sinn macht oder nicht. Und da muss ich euch sagen, macht keinen Sinn. Und seht ihr, dass das hier genau Verbraucherrecht ausgehebelt werden soll, dass EU 261 Aufweichung durch die Hintertür passiert? Oder denkt ihr, dass der Kerosinmangel hier nur ein Grund ist, so wie es vielleicht bei der Cityline-Schließung ein Grund nur ist? Airlines nutzen das natürlich, um die Regeln neu zu verhandeln, aber ich komme irgendwie immer zum Schluss, egal wie ich darüber nachdenke, in dem Fall ist es leider richtig und sehe das nicht als große Gefahr für die Passagierrechte. Deshalb die Frage des Tages für euch: Sollten Airlines bei Treibstoffmangel wirklich keine Entschädigung mehr zahlen? Ist das etwas, was ihr sagt, das macht Sinn, oder sagt ihr, nee Lars, da bist du lieber nicht so lieb zu den Fluggesellschaften? Der Lufthansa-Streik ist vorbei, ein vorläufiges Ende. Die Eskalation war natürlich auch krass mit der Schließung von Cityline für die Lufthansa-Piloten. Die haben natürlich da, ich denke mal, sich zu Recht erschrocken. Nach dem massiven Streik kehrt vorerst Ruhe ein, aber der Konflikt eskaliert trotzdem weiter zwischen Management und Gewerkschaft.
denn das Thema ist ja nicht vom Tisch. Also man geht ja immer noch um dieselben Probleme. Und 5 Tage Streik bei der Lufthansa, bei der Cargo, aber auch bei der Lufthansa CityLine. 650 Flüge wurden an einem Tag eingestellt. CityLine ist eingestellt, Streit um die Gehälter und Betriebsrenten. Schlichtungsgespräche sind geplant. Und ich denke mal, dass man hier sagen muss, das Management scheint bereit zu sein, erhebliche Schäden in Kauf zu nehmen. Das ist ein Zitat vom Chef der Vereinigung Cockpit, Andreas Pinheiro. Und Fazit ist halt nur, dass es eine Pause ist. Es ist ganz kleine Pause, es ist keine Lösung. Da ist jetzt nicht, wo man sagt, ja, nee, das Thema ist durch. Das kann uns jederzeit wieder treffen. Und die weitere Eskalation ist ja eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, leider. Ist Lufthansa noch zuverlässig genug für eine Geschäfts-Airline oder für Geschäftsreisende? Ich, wie gesagt, hatte auch Flüge für Lufthansa, aber ich fliege jetzt doch mit Finnair und sage, ist so. Ja, also jetzt im Mai zumindest. Ich glaube, für Juni buche ich Lufthansa. Muss ich mal gucken. Also gucken wir uns genauer an. Lufthansa baut die Kernmarke natürlich auch massiv um. Das ist die Kurzstrecke, wird ausgelagert. Das hat nichts mit dem Kerosinmangel zu tun, sondern einfach mit der Kostenstruktur. Und Fokus ist auf die Langstrecke. Kurzstrecke wird halt restrukturiert durch diese Auslagerung. Kurzstrecke macht Verlust. Das wird uns auch immer wieder erzählt. Und ich verstehe das irgendwo auch im Einzelfall schon. Aber man vergisst halt, dass die Kurzstrecke nötig ist, um die Langstrecke zu füllen. Weil was nützt es mir, wenn ich in Frankfurt den Flieger nicht gefüllt kriege und der fliegt halb los? Also das ist halt so. Die Langstrecke soll halt wachsen. Die 747-400 und die 340-600er, die werden jetzt 2027 ratzkatz weg. Die werden ausgemustert, die Buden sind dann auch weg. Die Cityline wird sofort geschlossen wegen Kerosinpreisen, weil sie nicht wirtschaftlich ist mit den CRJs. Kann man jetzt drüber streiten. Und 50% der Kurzstrecke soll künftig bei anderen Airlines liegen. Es ist sogar ein 100%-Szenario im Raum, dass also alles nur noch von anderen geboten wird, außer von der Lufthansa Classic. Und Lufthansa ist in Langstrecken-Airline dann natürlich klassisch wie alle anderen auch, die ihr Zubringergeschäft an andere ausgelagert haben. Die Kostenstruktur wird aggressiv dort vorangetrieben. Aber die Frage ist das Outsourcing ein Qualitätsmangel oder nicht? Die Low-Cost-Strukturen innerhalb des Konzerns sind ja auch etabliert mit der Eurowings, mit der City Airlines in München und auch natürlich mit der Discover auf der Langstrecke. Aber die Langstrecke bleibt natürlich auf einigen Strecken, Cash-Cow-Strecken, New York und so weiter, die sind natürlich, die bringen Geld ohne Ende. Wird Lufthansa halt damit zu einer reinen Strangstrecken-Airline, ist es das Ende der klassischen Netzwerk-Airline, die Lufthansa ist. Und natürlich, wie stark leidet das Produkt? Das sind so die Fragen, die wir da uns stellen können. Ich sehe, dass dieser radikale Umbau auch unumkehrbar ist im Moment. Vielleicht wird es so wie beim Check-in, sagt man Outsourcing, jetzt wieder In-house. Also das ist alles ein Thema. Die Kurzstrecke verliert massiv an Bedeutung, wobei man ehrlicherweise auch hier wieder attestieren muss, wenn die Bahn besser funktionieren würde, zuverlässiger auch vom Image her wären viele Verbindungen innerhalb von Deutschlands, vielleicht auch im angrenzenden Europa gar nicht nötig, muss man ehrlicherweise sagen. Also da muss man halt dann auch da ehrlich sein. Ist das noch die Lufthansa, die wir kennen, wenn es von den Kurzstreckenfluggesellschaften übernommen wird, so wie den USA? Ihr denkt dran, wie immer, beim nächsten Thema aufzupassen, denn Qatar Airways Double Q-Points Promotion. Und zwar pusht die Statuskunden mit der aggressiven Double Q-Points Promotion. Gleichzeitig sind aber Fehler in den Bedingungen, muss man ehrlicherweise sagen. Einige Sachen sind anscheinend mit der heißen Nadel gestrickt worden. Vom 16. April bis zum 16. Juni gibt die Aktion Buchungsfenster nur 6 Tage, nur für Statuskunden und ausgewählte Non-Statuskunden, Fokus auf Business und First Class. Klar, man wird aggressiver da an dieser Stelle, muss gucken, dass das Premium-Segment Wettbewerb der steigt. Aber man muss halt auch sagen, dass das ein klarer Angriff ist mit dem Loyalty-Markt, dass man die Kunden zurückgewinnen muss, weil natürlich am Ende des Tages, ja, was zählt denn? Geld, 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 und die Kunden muss man wieder überzeugen, dass sie mit Qatar Airways fliegen. Ich hatte, wann war das? Gestern die Frage, soll ich über Doha fliegen? Ich habe die Frage über Dubai öfter als über Doha interessanterweise. Und klar sind die Premium-Kunden, also Statuskunden, härter umkämpft.
Ja, sind solche Statuspromos langfristig schädlich oder sagt ihr, ist es halt einfach der Preis, den man zahlen muss, wenn man weiter im Business sein möchte? Und man kann als Gesamtfazit sehen, dass die Fluggesellschaften unter Kostendruck stehen. Man sieht das mit dem Outsourcing, man sieht das mit der Meilen-Promotion, aber auch mit den Kurzstrecken, die ihre Bedeutung verlieren. Vielfliegerprogramme werden auch aggressiver genutzt zur Vermarktung. Wir sehen ja relativ viele Status-Match im Moment. Aber auch die Kundenrechte geraten ja unter Druck, wenn man sich das anschaut, dass die Fluggesellschaften sagen, ja, nee, das mit dem Sprit, das sollte als Grund für Kompensation rausgenommen werden. Und die Branche ist im strukturellen Umbruch. Das sieht man halt wirklich, dass da Konsolidierung passiert, links, rechts und überall. Ihr denkt wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und auf zu gut zu kommen. Und die Frage des Tages könnt ihr ja benutzen, um sie zu beantworten. Einmal natürlich, sollten Airlines weniger Entschädigung zahlen dürfen und ist die Lufthansa noch eine verlässliche Airline? In dem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Danke. Ciao.